Hallo ihr Lieben, ich begrüße zum heutigen Tag alle Blumenfreunde und vor allen Dingen alle Dipladenia-Freunde. Denn so viele haben mir geschrieben, nachdem ich euch gezeigt habe, wie ich meine Dipladenia vermehre und welche Freude ich damit habe. Und immer wieder kommen Fragen an mich, die ich zum Teil gar nicht beantworten kann. Denn ich möchte es gleich hier zu Beginn sagen, ich bin kein Experte. Es ist nur die Freude, die ich an den Blumen habe und relativ viel Erfolg auch mit habe, wenn ich sie vermehre oder was auch immer ich mit ihnen tue. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich möchte euch in diesem Video heute einmal zeigen und sagen, wie ich die über den Winter bringe. Denn die ist zum Beispiel jetzt das 4. Jahr alt. Sie hat nicht ganz so viele Blüten, wie ich das eigentlich von ihr gewohnt bin. Aber das liegt daran, dass ich immer noch seit 4 Jahren die gleiche Erde drin habe. Das heißt, ich will sie jetzt für die Überwinterung reinbringen und ich werde sie zurückschneiden. Denn wenn man die Dipladenias in den Wintergarten oder reinnimmt, den Schmutz, den sie machen, weil sie wirklich, so habe ich es auf jeden Fall jedes Mal erlebt, wenn ich sie nicht zurückgeschnitten habe, sind mir alle Blätter nach 1 oder 2 Wochen abgefallen, alle Blüten fallen ab und wie gesagt, es ist fürchterlich viel Schmutz in der Wohnung und man möchte das dann auch gar nicht so ansehen. Also habe ich vor 2 Jahren damit begonnen, sie, bevor ich sie reinbringe, wirklich extrem zurückzuschneiden. Und das tut ihnen überhaupt nicht weh. Und jedes Jahr kommt sie wieder und je größer und je mehr Wurzeln natürlich in der Pflanze sind, je älter sie sind, desto weiter wachsen sie auch in der Höhe. Also wie gesagt, diese ist jetzt 4 Jahre alt und ich muss unbedingt die Erde austauschen. Ja, jetzt normalerweise macht man das ja so bei Erde austauschen, dass man einen größeren Topf nimmt und frische Erde drumherum macht. Aber ich werde das nicht machen bei dieser, weil ich nicht immer größere und größere Töpfe in die Wohnung nehmen möchte. Also werde ich nicht nur die Dipladenia zurückschneiden, sondern werde auch die alte Erde komplett entfernen oder so gut wie komplett, werde die Wurzeln etwas zurückschneiden, um sie dann in den gleichen Topf wieder mit neuer Erde zu pflanzen. Nochmal drauf zu kommen, die ist jetzt 4 Jahre alt. Hier unten seht ihr diese kleine, das ist eine einjährige. Und jetzt zeige ich euch noch 2-jährige von mir, um euch dann zu zeigen, wie wir den Rückschnitt machen. Und hier zeige ich euch eine 2-jährige, die jetzt auch schon ungefähr 1,70 Meter, 80 an Höhe hat. Aber auch die werde ich zurückschneiden. Und was so schön an ihr ist, ich versuche immer verschiedene Farben zu haben. Und die hat jetzt so ein Kardinalrot hier. Und das ist noch eine 2-jährige, die ich hier habe, in ganz pink. Auch die ist auf 1,80 Meter ungefähr jetzt hoch. Und sie wollte eigentlich noch viel, viel größer werden und wachsen. Aber ich hatte dieses Jahr noch nicht den richtigen Turm unten drunter drin stehen. Also hat sie sich einen Weg gesucht. Und das werde ich ihr heute verbieten, wenn ich sie zurückschneide. Sie hat nämlich gedacht, ach, das ist ja schön, da kann ich mich ja dran festhalten. Und ihr könnt hier sehen, eigentlich bildet sie schon wieder ganz viele neue Blüten, also Knospen. Und es tut mir in der Seele leid und weh, dass ich sie jetzt heute zurückschneiden muss. Aber ab übermorgen sind Fröste angesagt und deshalb müssen sie jetzt leider in die Wohnung rein. Und hier noch einmal zur Veranschaulichung, dass meine Dipladenia jetzt wirklich eine Höhe von ca. 2 Meter, 2,20 Meter hat. Und eine ganz wichtige Sache bei der Dipladenia ist, solltet ihr sehr empfindliche Haut haben, die gerne zu Reaktionen neigt, dann solltet ihr unbedingt bei dem Beschneiden Handschuhe tragen. Denn es geht ruckzuck, dass man eine Verätzung von der milchigen Substanz, die dann ausläuft, bekommen kann. Also unbedingt aufpassen, wer Reaktionen mit der Haut hat, Handschuhe anziehen bei dem Zurückschneiden.
Und hier könnt ihr nun sehen, wie weit ich sie zurückgeschnitten habe. Ja, es tut mir wirklich leid, aber wie gesagt, der Frost ist auf dem Weg und ich möchte nicht, dass sie mir erfriert, bevor ich sie reinhole. Also Ende Oktober, denke ich. Sie war lang genug draußen und kann sich nun für das nächste Jahr ein bisschen erholen. Ich werde jetzt noch die Erde austauschen, obwohl man sagt ja, normalerweise ist ein Umtopfen im frühen Frühjahr angeraten. Aber das möchte ich nicht, weil ich ganz genau weiß, bis im März, dann hatte ich schon wieder ganz viele neue Triebe. Und dann ist das schwierig, die umzutopfen, und deshalb tue ich das jetzt, auch wenn das vielleicht gar nicht gut ist für sie. Aber das werde ich ja sehen. Ich denke, sie wird es mir nicht übel nehmen. Diese kleine, die nehme ich noch so rein, die schneide ich jetzt noch nicht. Dann habe ich drin noch ein bisschen Freude an diesen wunderschönen Blüten, die sie hat. Aber meine Zweijährigen, die werde ich jetzt auch zurückschneiden und hoffen, dass sie mir im nächsten Jahr dann genauso groß werden wie diese Vierjährige. Aber ich denke, da bin ich auf einem guten Wege, weil die sehen ja jetzt schon fantastisch aus und machen mir so viel Freude. Ja, meine Lieben, denkt dran, wenn ihr eine Dipladenia fürs nächste Jahr noch größer haben möchtet, dann müsst ihr sie jetzt reinholen. Ihr müsst sie nicht zurückschneiden. Ich habe das schon in anderen YouTube-Filmen gesehen, dass welche die rausholen und angeblich nicht geschnitten haben. Aber vielleicht haben die einen speziellen Überwinterungsplatz, wo es egal ist, dass die viel Schmutz machen. Das muss man ganz einfach selber abwägen. Aber auf alle Fälle wollte ich euch meine Methode, wie ich sie über den Winter bringe, hiermit mitteilen. Und wünsche euch, falls ihr das auch tut, viel Erfolg, egal welchen Weg ihr für eure Dipladenia wählt. Und damit hoffe ich, dass alle unsere Dipladenias einen geruhsamen Winterschlaf nun haben werden, um dann im Frühling in voller Pracht wieder zu erblühen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis bald mal wieder. Eure Lilo.